Hallo Leute und willkommen zurück zur Let's Play Tales of Graces F. Beim letzten Mal Skitjagd. Dieses Mal mehr Skitjagd. Dass das wirklich so lange dauert. So, nächster Halt ist Cat's Corner. Ich frage mich ja wirklich, wie weit wir in diesen Part kommen. Beim Shop, okay. Stimmt, ich erinnere mich dran. Wo ist da? It looks like fun to be a cat not having any responsibilities. Yes, it does, doesn't it? Even I envy them sometimes. Then why don't you guys try turning into cats with this Tour 4000? Fallen what? Here we go! Wait, Wait, I'm not a cat. what? Are we cats? I often find myself wondering about that. Are cats cats or are cats people? If they were real cats, they wouldn't need to spell the name all funny. Cats aren't cats or people, they're their own kind of creature. That's what the cats say. Stay focused on us, guys. Captain, Asbel, you're cute. They do make fine cats, particularly Malik. You honor me, sire. Random Skit ist random. Aber es ist genial. So, dafür waren wir im Cat's Corner. Den Skit hebe ich mir für den als letzten Skit auf. Nächster Halt ist... Wo ist es? Wo ist es? Ja, seltsamen Landschaften? Ja, Nein, nicht Landschaften. Okay. Wir haben es gleich. Da, Seebad. Fragt mich nicht, wonach ich gesucht habe. Na, war der irgendwo? Ah, hier. Aren't you going to put on a bathing suit, Richard? I'm sure you could borrow one at the check-in counter. No, I'm afraid it's not appropriate for royalty to be seen wearing revealing clothing, such as swimsuits. I didn't know that. Man, it must be tough being royalty. Do you truly believe such a custom actually exists? Perhaps Richard has a deeper reason for declining. A deeper reason? Like what? Well, perhaps he simply doesn't know how to swim. Oh, that wouldn't be deep at all. Who says he can't swim? Believe it or not, His Majesty once won a prize in the youth division of the Grailside Swimming Championships. Grailside? Those are tough. But Richard just said that royalty can't be seen wearing swimsuits. He swam in the same royal regalia he's wearing now. He swam in that? Wow, Richard muss so ziemlich der beste Schwimmer der Welt sein, wenn er das hinbekommt. Okay. Da ich den aufheben wollte, ist der nächste Halt das Innere des Rockergong. Herausfordern. Ein andermal vielleicht. Wir rufen ihn einfach nur herbei. Glaub mir, ich will ihn nicht, noch nicht. So, wenn wir mal so... Warum ist Cherry an erster Stelle? Wenn wir so circa 110 Level mehr haben im Schnitt. So, wir sind im Innern des Rockergongs. War es hier oder im Haus? Es war im Haus. Okay. Da, haut ab, ihr elenden Sterne, ihr... Ich hasse solche Gegner, die umherrennen, kreuz und quer, absoluter Panik. Und dann rennst du nur in die rein, obwohl die auch nicht gegen dich kämpfen wollen und Aber ich habe mich über dieses System ja schon ein paar Mal aufgeregt hier. Nein? War das im Haus?
Ah, nee, der ganz im Süden. Okay. Also nochmal ein Stück weiter. Und... Na, nein, nicht hier lang. Dann was hier rüber. The rock gagong truly is an enormous creature. I can't believe there's this much space inside it. Like Uzmek the Gigantoid. Uzmek? I read those books when I was a child too, but this is much larger than Uzmek. So you know of Uzmek? I should have expected no less from an esteemed general of Strata. Please stop. It's not that big of a deal. Uzmek was around 20 meters in length, right? Yes. They seem to be enjoying themselves. They have no idea what we went through in here. It's all fun and games to them. Hey, can we get out of here already? Not quite yet. Your Highness. Forgive us, Sharia. We're at a critical juncture right now. Anyway, I saw a depiction of the Uzmek's internal cavity and it had about this much space. That wasn't official canon. They were just playing it up. What could Richard and Hubert find so fascinating in here? Oh, erstmal, wenn du wüsstest, wenn ich wüsste, wenn irgendjemand wüsste. Aber ja, jetzt können wir hier wieder raus. Wir waren hier drin, ganz da hinten, für einen Skits. Also ich finde, das hat sich gelohnt. Ich wüsste nicht, warum es sich nicht gelohnt haben sollte. Ich meine, wenn man bedenkt, diese Dungeons kommen einem immer so ewig groß vor, wenn man sie das erstmal durchläuft. Aber wenn man sie dann einmal durch hat, sind sie auf einmal gar nicht mehr so groß. Oder sehe ich das falsch? Weil... Bitte, wir waren jetzt fix durch. Einmal von ganz hinten nach ganz vorne. Und da wir hier noch in einem Dungeon-Gebiet gelten, können wir ab hier mit dem nächsten Halt, dem Turtles Hauptquartier. Mal gucken. Auch schon fast wieder 10 Minuten verbraucht, ich glaube es ja kaum. Na, wo ist er? Da. I can't stand it. It's so humid. The mountains must funnel the sea air into this location. But Lant is right by the sea too, and it never gets humid like this there. That's cause the cold water currents around Lant stabilize the atmospheric pressure and keep the rain away. Ah, so that's what keeps Lant and Barona so much drier than it is out here. What was that? Dude, weird! That's how Sharia looks when she wakes up in the morning. Hey, what happened? I heard someone scream. The excessive moisture made Sharia's hair go all... Pascal, don't tell him that! Sharia, are you okay? No! Stay back! Don't look at me! Watch her, ja. Ich würde mal gerne sehen, wie so eine, nennen wir es mal, Frisursexplosion in Wirklichkeit aussehen würde. Ich stelle mir jetzt gerade komplett witzig vor. So, unterste Etage. Wen könnten wir wohl im Lastalia-Schacht begegnen? Wenn... Das war da vorne? Wenn nicht der Maske von Barona ein allerletztes Mal. Pascal, what's wrong? Why are you crying? Pascal crying? Have heaven and earth been torn asunder? No! I'm chopping onions! Now? How could you possibly feel a need to chop onions in a place like this? Why do you cry when you chop onions? When you chop an onion, it cries itty-bitty onion tears because it's all hurt! So then I feel bad and start crying too!
onions can feel pain? In times of pain, turn to me! Who's that? Who? It's King Richard. I am the Mask of Verona! Use these goggles and this clothespin when you chop onions. It's hard to breathe. Let me try a little more. Dude, Richard, it totally did the trick! I'm honored to. I am the Mask of Verona! When trouble calls, just call me! I bid you good day! Bye-bye! It's pretty obvious, isn't it? Oh, you look so different now, Pascal. You look just like Hubert. I guess. Dear brother, how long must you persist behaving in such an inappropriate fashion? Right. Right. So nebenbei, nein, wir können nicht uns nochmal zum Kern teleportieren. Wäre auch ein bisschen witzlos. Aber ja, damit haben wir die Skits abgehakt. Und der Part dauert bereits 11 Minuten. Ich würde das jetzt noch gerne machen, damit im nächsten Part alles hintereinander kommt, wie es sich gehört. Ich muss kurz überlegen, welcher Warp war es. War es der hier? Oder der andere? Es war der hier. Gut, Save Point. So, erstmal den Skit hier. I admire the strength it takes to merge with Lambda and believe in him. Honestly, I'm still a little worried. I don't know if Lambda really has the power to stop Fodra's core. I mean, will absorbing all the Eleth really do it? There's no way to know for sure. I guess all we can do is have faith. It takes a great deal of fortitude to say that. I wish I possessed the same kind of strength to protect Windor. Come now. It is merely youth and inexperience that gives him such strength, Your Majesty. Remember that, Asbel. Countless trials and tribulations await you, and you must steel yourself. Whoa, come on now, Captain Malik. There's no need to scare me like that, is there? There is truth in the captain's words. Enduring painful experiences would benefit you in the end. Yeah, you know, I guess you're right. I've never been thrown into a strange environment and had my personality all twisted up by it. I've never survived the misery of coming between a friend and a lover before losing them both. Perhaps transcending such hardships would indeed teach me true strength. That's all the more reason to focus on the matter at hand with Fodra's core. I will give it everything I have. Now who's with me? Wait, no one? Hubert and Malik seem to have taken that harder than I would have anticipated. Huh? Taken what? Ihren eigenen Rat. So, wichtig, hier an der Stelle. Speichern. Und weiter geht's. So. How can there be such a huge open space all the way down here? It's one of the most beautiful places I've ever seen. This place is teeming with life. But why? Because we're approaching Fodra's core. Fodra's core. What's wrong, Pascal? You seem quiet. Well, this place is filled with plants and animals and whatever, right? Right? I had the same thought when we saw the flowers, but Hey Pascal, come on. You're starting to worry me. there's one thing that should be here, but isn't. Which is...
Humans. There aren't any humans here. Exactly. Look at how beautiful this planet is with no people around. I think that's why Fodra's been trying to eliminate all the humans. And this place is the result. No way. The little queens were born from Fodra's core in order to protect it. That would seem to match with what we've seen so far. Remember what Fourier said about how creatures adapt to survive? Well, it looks like the core had that ability too. If humans were here, they'd eventually suck the core's eleth dry. I think Fodra is just trying to defend herself. So what does that make us? From Fodra's perspective, we would seem like the very personification of evil. Well then, it looks like the cavalry has arrived. Humans. It is time to die. Perish now. And prepare the way for a brighter future. Und wir kommen im letzten Kampf gegen die kleine Königin. Verschiedene Arten. Oh, das wird lustig. Vor allem, es bleibt nicht bei den dreien. Oh, eine sind wir schon los. Und weiter geht's, oder? Na, gehst du, stirbst du? Jo. Und da sind die nächsten beiden. Ich weiß nicht genau, ich meine, es sind insgesamt 10, die auftauchen. Oh, und natürlich jede von ihnen kann hier Mystic Art auslösen. Danke, ich wollte gerade warnen. Sterbt einfach, kleine Königin, sterbt einfach. Und jetzt der Grund, warum wir die Elf-Veränderung weggemacht hatten, ist dieser Kampf hier. Mach diesen Kampf mal mit Statusveränderung wie Lähmung und so weiter. Willkommen in der Hölle. Komm schon, ich will den Tempomodus noch nicht nutzen. Er braucht zu lange zum Wiederaufladen. Und ich kümmere mich auch nicht um die Magierin, wie es eigentlich sollte, aber... Gut, eine ist weg. Es dürfte die letzte sein. Da sie gefrieranfällig ist. Also stellt euch den Kampf A mit Statusveränderungen vor und B auf deutlich höher. Die hat uns jetzt ja, okay, nicht fertig gemacht, aber dieses Böse. I've never seen a more tenacious foe. They must really hate us. Please, stop! They are not your enemy. We hate them. We must destroy all humanity.
not sure we should keep fighting them. It's just starting to feel wrong. I agree. The fight feels wrong to me as well. We're not here to destroy Fodra. We just want to let it know that humans can change. And that we're not the same as we were 1,000 years ago. Asbel. Okay, everyone. Let's get to the core. Genau, zeigen wir, dass Menschen sich ändern können. Und wie? Was haben die Leute vor 1000 Jahren nochmal gemacht? Kern ausschalten, gute Idee, machen wir auch. Ja, Menschheit hat sich geändert. Und hier ist der Weg. Gut. Warte, ist das der Warp nach unten? Müsste der Warp nach unten sein. Ja, willkommen am Fodras Kern. Und ich weiß, der Part hat Überlänge. Weil ich will noch den Final Save Point erreichen, weil das Finale gehört in eigenständigen Part. Ihr könnt hier unten die Golems bekämpfen, so viel ihr wollt. Gibt euch vielleicht noch ein kleines Training. Das ist der magische Kata Nummer 55 gewesen nebenbei. Also gibt euch ein kleines Training. Ihr könnt die Future Arc Waffen bekommen. Und so weiter eben. Ich werde jetzt... Theoretisch könnte man den Weg einfach nach vorne durchlaufen. Ich will aber die Truhen haben, die es hier gibt. Und ja, ihr seht, es ist ein leicht weiter Weg. Wenn ihr keinen Geschwindigkeitsboost drin habt, so wie ich, ist das ein bisschen... sagen wir mal, es dauert. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was ich euch großartig erzählen sollte. Also gehe ich mal auf die letzten Story-Segmente ein, die wir erlebt hatten. Das wäre, die kleine Königin versucht anscheinend, also versucht auf Fodras Angaben hin, Menschheit auszulöschen. Warum tut sie das? Weil die Menschen den Planeten bedrohen. Die Menschen wiederum, also unsere Gruppe hier, will Fodra überzeugen, dass Menschen nicht ganz so böse sind, wie man sich denkt. Menschen können sich ändern und bla bla bla. Das ist wieder so ein heikles Thema. Na, da ist der... Ist das die Abkreuzung oder... Ich verwechsel das bei diesem Ort immer wieder. Da ist das, da ist die erste Abzweigung, gut. Aber ja, eben Menschen können sich ändern, bla bla bla. Ja. Die Geschichte sollte man eigentlich an für sich kennen aus verschiedenen Geschichten. Und ja, schon mal eine Frage vorab an euch. Was haltet ihr bis jetzt? Wow, ich habe mal volle Sanduhren. Bis jetzt davon. Ist die Geschichte, also worüber lässt euch die Geschichte mal nachdenken? Weil, ernsthaft, wenn ihr so eine Geschichte habt, denkt über die Geschichte nach. So, jetzt besagt das ewig lange hin und her laufen. Aber wir kommen dem Kern näher. Da vorne ist schon die Abzweigung. Wir haben fast geschafft. Aber die... Mir ist dieses Gepiepe im Hintergrund hier nie aufgefallen. Ah gut, normalerweise spiele ich auch nicht mit Kopfhörern auf. Ja. Denk mal, was ist die Geschichte bisher gewesen?
was habt ihr euch bei der Geschichte bisher gedacht? Ich hoffe, ihr habt euch was dabei gedacht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder den falschen Weg genommen. Ich befürchte aber, ich habe den falschen Weg genommen, oder? Wir werden es ja sehen, wenn wir gleich bei einer... Ich habe sowas von falschen Weg genommen. Das letzte war Elixier. Das nächste müsste also die Goldfigur sein, wenn ich hier einbiege. Denn ja, von Richard bekommt man automatisch eine Figur geschenkt, weil... damit ihr den dann im normalen Arc wieder benutzen könnt, wenn ihr wollt. Richard ist da so ein Sonderfall. Ihr bekommt nicht nur die Materialien, ihr kriegt gleich die komplette Figur geschenkt. Aber wir haben es fast geschafft. Da vorne dürfte gleich das Final Save sein. Nein, danke. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Da ist eine Truhe, zu der wir wollen. Goldene Figur. Ja. Gut. So, jetzt zu der Truhe hier. Noch 2 Truhen, 1 Skits und dann haben wir es für heute. Weil ernsthaft, das Finale gehört in... Ich hatte es beim letzten Mal habe ich es auch nicht in einem Part gemacht. Ja, aber das ist auch nicht das Finale gewesen. Das nenne ich mal das vorzeitige Finale. Ernsthaft, dieses Gepiepe im Hintergrund ist interessant. Das ist mir echt nie aufgefallen. Ist wohl wieder eine der Sachen, die hört man nur mit Kopfhörern auf. Solltet ihr euch auch mal anhören, genau. So, hier drin wäre die letzte magische Karte gewesen, die man findet. Die anderen bekommt man im Zone Cage. Und so die Nummer 56. Jetzt gleich habe ich noch ein Skit für euch. Und dann war es das auch schon für heute. Nebenbei, der Warp hier bringt einen wieder zum Shuttle. As a daughter, it's now my responsibility to carry on Asbel's legacy. I must do everything I can to carry his hopes and dreams into the future. If Asbel is your father, does that make Sharia your mother? Yes. And Pascal is my big sister, and the captain is my grandfather. Hubert used to be my big brother, but... if I'm Asbel's child, I guess he's my uncle now. I see. So you can be my new big brother, Richard. Who, me? Your big brother, is it? Well done, sire. You're the last to join the family and still nabbed the best position. Would you like me to massage your shoulders for you, Grandpa? Oh, that would be lovely, grandson. Isn't it great? We're all one big family. A little to the right there, sonny. Your shoulders sure are stiff, Grandpa. Ooh, you're getting a little rough there, sonny. Your bones. Ja, und jetzt haben wir den Grund, warum Medic definitiv nicht im Endkampf mitkämpft. Bevor ich es vergesse. Nein, Status. Richard. Sorry, ich mag dein Zelos-Kostüm, aber leider wirst du als in deinem normalen Outfit am Final-Kampf teilnehmen. Ich schmeiß Hubert dafür raus. Warte mal, sie hat sich keinen neuen Titel genommen. Heißt das? Ah, fast, Sharia. Netter Versuch, die werden auch gemacht. Aber ja, Sharia muss noch 2 Titel lernen und für sie müsste ich mal diesen Attribut-Titel farmen, aber sonst hat sie alle Titel. Sieht's bei Aspel aus? Ja, ja, auch ein guter Fortschritt. Sophie. Ja. Auf jeden Fall so gut wie keiner noch nicht angefangen. Der ist nicht angefangen und der ist nicht angefangen ansonsten.
Hubert. Nee, Richard. Da. Auch noch 2 Titel. Wow. Das einzige Problem wird sein Attribut-Titel. Ich müsste den wirklich im Future Arc farmen. Das ist das Problem, dass er den bekommt. Wow, meine Leute nähern sich wirklich der Meisterung ihrer Titel. Bis Ende Zone Cage werden die also alle fertig haben. Aber okay, das ist eine Geschichte für ein andermal. So Leute, hier an der Stelle verabschiede ich euch. Habe ich verabscheue gesagt? Ich habe keine Ahnung. Egal. Verabschiedung. Da hinten ist Foldros Kern. Wir sind hier. Foldros Kern da hinten. Und ja. An dieser Stelle sage ich euch bis zum nächsten Mal, wenn wir den Final-Kampf dieses Spiels gehen, von der Story her. Es wird danach aber noch eine Menge anderes Zeug kommen. Also, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.